1. Mose Kapitel 28 und hier ist ein Teil der Bibel, was viele Pastoren und viele Gemeinden vermeiden, nicht nur in Deutschland, in Amerika. Man redet nicht so gern über Geld und heute Morgen sprechen wir davon. Aber ich glaube, wenn wir fertig sind, könnte jeder dann sehen und meinen, das ist doch biblisch. Jakob ist bei Bethel gelandet, der hat es Bethel genannt, das Haus Gottes. Und wenn ich sage Haus Gottes, ich meine das im übertragenen Sinn. Ich weiß ganz genau, das ist ein Ort, der damals Luz hieß. Es war ein steiniger Ort, der hat einfach einen Stein aufgerichtet, Öl darauf gegossen und hat das Haus Gottes genannt, weil Gott war dort. Und er sagte, Gott ist hier und ich habe das nicht gewusst. Und er sagte, das ist einen schrecklichen Ort, in dem der Allmacht des Herrn Jesus Christus ist schrecklich. In positiven und negativen Sinn. Im Positiven, wenn du siehst, was für ein Gott wir mit was für ein Gott wir zu tun haben, es ist schrecklich, wenn wir dann verstehen, wie allmächtig und unser Gott ist. Und Jakob ist auf diesem Punkt hier gelandet, nennt es das Haus Gottes. Und wenn ich sage Haus Gottes in übertragenem Sinn, überall wo Christen zusammenkommen und treffen, versammeln, um Gottes Wort zu lesen, um Gottes Wort zu hören, zu beten und Gemeinschaft zu pflegen, ist das in einem Sinn das Haus Gottes, wo 2 oder 3 zusammengekommen sind. Da bin ich in ihrer Mitte, sagte Jesus Christus. Aber das Haus Gottes, die Ortsgemeinde in Deutschland, weil die katholische Kirche das Wort Kirche zerstört hat, sagen wir nicht Kirche, wir sagen Gemeinde, die Ortsgemeinde. Was ich meine damit, ist die Gemeinde Jesu Christi. Und die Gemeinde Jesu Christi ist im übertragenen Sinn der neutestamentliche Ausstrahlung von das Haus Gottes, von das Heiligtum. In übertragenem Sinn. Ich meine mit Heiligtum nicht die Stiftshütte in der Wüste, okay? Ich meine mit Heiligtum nicht das Tempel, was Nero zerstört hatte. Ich meine mit Heiligtum nicht das kommende Tempel, was in Jerusalem gebaut wird. Ich meine mit Heiligtum und das Haus Gottes, die Gemeinde Jesu Christi oder die Kirche, die Ortsgemeinde. Und das ist, wo Gott dann die Christen zusammenkommen lässt, um die Glaube zu pflegen, die Glauben zu bewahren, dass die kommenden Geschlechter der Erde die Wahrheit und das Wort Gottes haben wird und die Wege Gottes erkennen können. Das kannst du nicht, wenn du zu Hause sitzt. Die Welt hätte Christentum auf längst verzichten müssen, wenn jeder Mensch ein Einzelgänger wäre in Christus. Das wäre aus. Christentum wäre schon längst ausgestorben. Jesus Christus ist für die Ortsgemeinde gestorben und er hat dazu in Epheser Kapitel 4 Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer der Gemeinde gegeben. Wenn du meinst, du kannst zu Hause sitzen und deinen Glaube pflegen, du bist im Widerspruch zu das Wort Gottes. Gott hat Hirten und Lehrer der Gemeinde gegeben für die völlige Ausrüstung jeder Gemeindeglieder des Herrn Jesus Christus, bis wir die volles Mannesreife erreichen in den Herrn Jesus Christus. Das ist Bibel. In 1. Mose Kapitel 28 und das Haus Gottes hier, wir lesen etwas in Verbindung und man kann das nicht vermeiden, obwohl es heutzutage vielleicht versucht wird. Sagte die Jakob hier in Vers 20, Jakob legte eine Gelübde ab und sprach, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, werde ich dir gewisslich den Zehnten geben. Nun, im übertragenen Sinn, dieser Ort, wo wir gelandet sind, hier in der Ortsgemeinde Jesu Christi, hat auch ein Stein, ein Fels für uns aufgerichtet. Dieser Fels, was für uns dann gelegt wurde, ist Christus. Christus ist für uns aufgerichtet, der ist für uns aufgehängt, der ist für uns auferstanden. Und Jesu Christi ist für uns
als die Gemeinde, als das Fundament, als der Grundlegung der Gemeinde Jesu, ist der Fels selber Jesus dann gelegt worden. Und jetzt, wo wir hier sind, Jakob legt eine Gelübde ab und sprach, wenn du mit mir sein und mich behüten wirst auf dem Weg und wenn du mich dann Kleidung und Brot geben würdest und wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Christus hat dies alles auch im Sinn mit der Ortsgemeinde. Die Behütung oder die Bewahrung der Gemeinde Jesu Christi oder die einzelnen Christen ist in der Ortsgemeinde Jesu Christi zu sehen. Die Behütung und die Erweiterung des Glaubens ist in der Gemeinde Jesu Christi zu sehen. Und wir werden in der Gemeinde Jesu Christi bewahrt. Mit einem vollen Lohn werden wir auch zu unserem Vater wieder zurückgebracht werden. Wir kommen heim zu unserem Gott eines Tages, unser geistlichen Vater. Und wir werden alle dort versammelt. Und er sagte mit dieser Gelübde, wenn du mir dies tun würdest, werde ich dich gewisslich den Zehnten geben. Und wir haben in 1. Mose Kapitel 14, das ist die zweite Erwähnung von Zehnten in der Bibel. In 1. Mose Kapitel 14 und Vers 20, Abraham ist zurückgekommen von der Schlacht und wo er dann diese 5 Könige da geplündert hatte, der kam zurück. Und in Vers 20, der kam und begegnete dem Melchisedek in Vers 19 und er segnete ihn. Melchisedek segnete den Abraham und sagt, gesegnet sei Adam von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitz der Himmels und der Erde, und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Adam gab ihm die Zehnten von allem. So, das ist die erste Erwähnung von Zehnten. Die Gemeinde Jesu Christi und die Christen bestreiten und lehnen das ab, dass die Zehnten zu bezahlen in der Gemeinde eine neutestamentliche Praxis ist. Das ist alttestamentlich. Und wir brauchen dies heutzutage nicht zu tun, das war die Juden. Merke mit mir, bevor ich weitergehe, dass als Abraham und als Jakob die Zehnten bezahlt hatte, das ist vor das Gesetz. Das Gesetz ist bisher nicht entstanden. Das Gesetz ist noch nicht eingegeben. Das heißt, in der Zeit von Gnade, Abraham hat Gnade in den Augen des Herrn gefunden. In der Zeit von Gnade hat Abraham dann und seinen Sohn, sein Enkelkind Jakob, haben die beide von den Zehnten gesprochen und das war vor dem Gesetz. Das Gesetz ist eingetreten und die Zehnte ist natürlich dann zu sehen, um des levitischen Priesterschaft zu bewahren, dass sie nicht im Stich gelassen werden. Und ich meine nicht, dass diese Gemeinde, dass ich eine Priester bin. Ich bin kein Levit. Wir sind nicht unter das Gesetz Jesus. Wir sind nicht unter das Gesetz Mose. Wir sind unter die Gnade des Herrn Jesus Christus. Aber wie ich sagte, als die Zehnten da eingesetzt wurde, dass es eigentlich geschehen vor dem Gesetz gegeben wurde. So, wir wollen das heute anschauen. Zuerst möchte ich das ein bisschen räumen, dass ich meine nicht, dass unsere Gemeinde soll gesetzlich sein. Die Zehnten zu geben, hat nicht nur einen biblischen Grund, die Zehnten zu geben, hat auch einen praktischen Grund in unserer Gemeinde. Und das werden wir heute anschauen. Vielleicht in jedes Land ist in Europa am schwierigsten die Idee von den Mitgliedern, dies beizubringen, weil die in Europa, in Deutschland auf jeden Fall, haben wir ein Kirchensteuersystem, die katholische Kirche ist schon über 1000 Jahre hier in diesem Land. Und die haben dann schon immer Kirchensteuer von den Menschen dann verlangt. Das war ein Grund für die Reformation, sich zu befreien von den unnötigen Kosten, was mit der Kirche dann verbunden wurde, mit der katholischen Kirche. Und wo die Menschen da, es sei denn, dass du an die Gemeinde gehst und dich dann abmeldest von der Kirchensteuer, du bezahlst Kirchensteuer in diesem Land, ob du eine Kirche besuchst oder nicht. Und erstens ist das ungerecht und zweitens, wenn du es tust und nicht abmeldest, dann bist du selber schuld. Aber diese 3% musst du dann doppelt bezahlen, wenn du in eine biblische Ortsgemeinde hineinkommst, weil die Ortsgemeinde hat mit der katholischen Kirche oder der evangelischen Kirche nichts zu tun. Wir bekommen keinen Pfennig von der Stadt hier in dieser Ortsgemeinde.
Wir müssen uns selbst finanzieren. Und ich denke, jeder versteht diesen Konzept. Ich brauche das nicht auf diesem Trommel laut zu schlagen. Jeder versteht, wenn wir in dies nicht investieren werden, keiner wird das für uns tun. Wir pflegen unseren eigenen Glauben, wir pflegen unsere eigene Gemeinde hier. Es ist nicht, als ob wir Gott einen Gefallen tun. Wir tun uns selbst einen Gefallen, wenn wir es tun. Gott besitzt Himmel und Erde, der braucht unser Zehnten nicht. Aber die Gemeinde, wir als Menschen, wir brauchen es schon. In Hebräer Kapitel 7, nun ist es aber unwidersprechlich, so dass der Geringere von den Höhergestellten gesegnet wird. Und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten. Dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist durch Abraham auch für Levi, den Empfänger des Zehnten, der Zehnte entrichtet worden, denn er war noch in der Linden seines Vaters, als Melchisedek ihm begegnete. So, Abraham zahlte dann Zehnten nicht an die Leviten. Melchisedek war nicht aus dem Stamm von Levi, der war überhaupt keine Jude, soweit wir es wissen. Es war eine Erscheinung, viele vermuten, von Jesus Christus im Alten Testament. Aber Abraham gab diesem Mann dann Zehnten. In Johannes Kapitel 8 und Vers 39, sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Abraham hat ein Werk verrichtet, als er Melchisedek die Zehnten von allen gegeben hat. So, wenn wir Abrahams Kinder sind, und das sind wir auch, Abraham ist der Vater aller Gläubigen, dann wir sollen auch die Werke Abrahams tun. Das ist ein Argument. Zurück in 1. Mose Kapitel 28, der Jakob sagte, ich werde dich bestimmt die Zehnte von alles geben, wenn du mir hier wieder in Sicherheit bringst. Und ich möchte das als in die Gemeinde Jesu Christi betrachten, heute Morgen. Und in 1. Mose Kapitel 28, wir sind hier bei Bethel, das Haus Gottes. In übertragenem Sinn sitzen wir heute Morgen in das Haus Gottes. Dort drüben ist auch ein Haus Gottes. Es gibt mehrere Haus Gottes in Kreis Gießen in Deutschland. Jede unabhängige Gemeinde, jede, der nicht eine Stadtkirche ist, muss ihre Finanzen da von ihren Mitgliedern einsammeln. Und wenn sie es nicht tun würden, hätten sie gar keine Gelegenheit, Miete zu bezahlen oder Heizkosten. Wir würden uns alle bei mir zu Hause nicht passen. Ich weiß nicht, ob wir dann, geschweige denn Erntedankfest, wo wir 20 Besucher hatten, das würde nicht gehen. Wir benötigen ein Gebäude, dort zu treffen. Wir benötigen jemanden, der davor steht, der sein eigenes Tun zu tun ist in das Wort Gottes zu forschen, zu beten und die Gemeinde Jesu Christi zu führen. Um diese Menschen zu haben, zu realisieren, muss man auch Geld dafür eingeben und es muss eingesammelt werden. 1. Korinther Kapitel 16. 1. Korinther Kapitel 16. Und einige hier bezahlen jeden Monat, Monat für Monat, eine Zehntel von ihr Gehalt. Ist das biblisch? 1. Korinther Kapitel 16. Paulus sagt dies. Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, wir sind die Heiligen und wir reden hier von Geldsammlung. Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinde in Galatien angeordnet habe. Wie hast du das angeordnet, Paulus? Vers 2. An jedem ersten Wochentag. Welcher Tag ist das? Sonntag. Welchen Tag treffen die Gemeinde Jesu Christi? Sonntag. Nicht wie die Adventisten, nicht wie die Charismatiker, die sich dann zurückgehen wollen auf das jüdische System, die treffen sich am Samstag und nennen das ein Sabbat. Die Gemeinde Jesu Christi hat keine Sabbat. Jesus Christus ist unsere Sabbatruhe. Der Sabbat ist für die Juden da, in den 10 Geboten da eingesehen und wir sind nicht die Juden. Das ist nicht unser Sabbat. In 1. Korinther 16, Vers 2, an jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat,
damit nicht erst dann die Sammlungen durchgeführt werden müssen, wenn ich komme. So, Paulus sagte, wenn ich komme, das soll eine Sammlung da schon bereit sein und das wird dadurch geschehen, wenn jeder das ansammelt und anlegt, dass die Heiligen dann unterstützt werden könnten. Aber dass wir eine Fond hier in unserer Gemeinde haben können, dass wenn ein junger Mann aus unserer Mitte oder wir finden einen jungen Mann, der eine Gemeinde gründen möchte und Vollzeit in den Dienst hineintreten möchte, dass wir sollten unterstützen können aus unserer Gemeinde. Das ist ein Spindelkreis hier in Deutschland, Gemeinde für Gemeinde ersehen werdet. Das müssen wir dann, wenn kein anderes tut, wir führen in diese Sache und wir werden die anderen zeigen, wie es geht. Ich möchte, dass wir lernen, das Geld, was wir hier einsammeln, dort andere Gemeinden unterstützen können, nicht nur unsere eigene. Und das ist ein Punkt, wo man Glaube dafür braucht. Es benötigt Glaube, dann ein Teil von eurem Gehalt, was ihr jede hier in diesem Raum auch nutzen könntet, um ihr eigene Anlegen und ihr eigene Spaß, ihr eigene Wohlsein. Ihr könntet dieses Geld auch für euch selbst behalten. Aber wenn wir dann sehen wollen, dass das Gemeinde Jesu Christi, das Wort Gottes verbreitet wird in Deutschland, wir müssen einen Teil von unserem Gehalt an den Herrn widmen, dass es dann ersehen werden könnte. Und zuerst braucht man Glaube, dass ihr dann meinen könntet, wir brauchen zuerst, wie der Kevin über die Jahre gesagt haben, unseren eigenen Pastor zu unterstützen. Ich bekomme mein Gehalt aus den USA und preis Gott dafür. Ich bin dankbar, dass über die Jahre ich diesen Dienst hier ausrichten könnte. Aber irgendwann sollte die Gemeinde das als ein Ziel haben, dass ihre eigene Gemeinde von ihrer eigenen Gemeinde unterstützt wird. Ihr eigener Pastor von ihrer eigenen Gemeinde unterstützt wird. Aber darüber hinaus wollen wir auch andere Männer unterstützen, die hier von uns ausgehen und von anderen, die das tun wollen. Es ist auch biblisch, dass wir Tag oder Sonntag für Sonntag Geld einsammeln, das für die Heiligen und die Zwecke der Heiligen. Schau mal in Nehemiah Kapitel 13. Und hier ist es eigentlich, worum es geht. In Nehemiah Kapitel 13, die Kinder Israels sind wiedergekommen, als Nebukadnezar Jerusalem zerstört hat. 70 Jahre später wollen die den Tempel wieder bauen, die Mauern der Stadt wieder hochrichten. Und als die es alles gemacht haben, als das Wort Gottes wieder vorgelesen wurde, als das Volk Gottes wieder Buße getan hatte, als die gesehen haben, wir müssen uns absondern von diesem umliegenden Volk, die haben ein weiteres Problem dann entdeckt. Und so ist es, wenn jemand ein Haus zum Beispiel, ein Auto oder irgendwas ungepflegt einfach stehen lässt, es fällt auseinander. Ein Auto muss in Bewegung sein. Ein Haus muss gepflegt sein, sonst geht es zugrunde. Und die Gemeinde Jesu Christi hier war ein Scherbehaufen, es waren nur Ruinen. Und die wollen es wieder bauen. Und wir befinden uns in einem Land hier, wo das Haus Gottes vernachlässigt wurde. Über die Jahrhunderte. Und wir wollen dann, so meine ich zumindest, die Lehre wieder hineinbringen und ein richtiges Beispiel von einer Ortsgemeinde hier die Welt zeigen oder die deutschsprachigen Raum hier zeigen. Und das Problem, was manche Gemeinden in Deutschland erleben werden, ist genau, was die Juden erlebt haben in Vers 10. Ich erfuhr auch, dass man die Leviten ihren Anteil nicht gegeben hatte, so dass die Leviten und Sänger, die sonst den Dienst verrichteten, geflohen waren, ein jeder zu seinem Acker. Da stritt ich mit dem Vorstehen und sprach, warum ist das Haus Gottes im Stich gelassen worden? Das Haus Gottes muss unterstützt werden, dass die Männer Gottes, die davor stehen, nicht entmutigt werden und dann sehen, das geht nicht, ich muss für meine Familie sorgen. In Malachi Kapitel 3 und Vers 8. Malachi Kapitel 3 und Vers 8. Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden,
Denn ihr habt mich beraubt, ihr, das ganze Volk, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und den Segen in überreiche Fülle herabschütten werde. Das ist eine Stelle, und es geht um das Haus Israels. Ich würde niemals sagen, dass jeder, der die Zehnten hier in der Gemeinde nicht bezahlt, ist unter einem Fluch. Das behaupte ich nicht. Aber wenn du weißt, dass Paulus sagte am ersten Wochentag, sammelt euch das zusammen. Und wenn ihr seht, dass Abraham in die Lenden von Abraham wurde die Zehnten dann zu Melchisedek gegeben, bevor das Gesetz dann eingeführt wurde. Wenn ihr seht, die biblischen Maßnahmen, egal ob es vor, während oder nach dem Gesetz Gottes ist, es benötigt, wenn jemand davor steht und sich damit beschäftigt, es benötigt, dass Geld eingesammelt werden, und die biblische Summe ist 10%. Ich bezahle hier die Zehntel von dem Gehalt, was ich hier von der Gemeinde bekomme, und von meinem Gehalt in den USA. Und ich erwarte, dass, wenn ich das tue, ich habe euch den Beispiel gegeben, dass jeder Einzelne hier das Gleiche tut. Und wenn ich sage 10%, ich meine nicht 10%, was du dann üblich hast, nachdem das alles, was du dann gerne in deinem Leben sehen möchtest. Viele haben das so oft gehört, es tut mir leid, dass ihr es so oft hören müssen, aber ein Pastor, und ich schließe mit diesem Beispiel, das ist eine wahre Geschichte, ein Pastor saß zusammen hier in Deutschland mit einem jungen Ehepaar, die haben dem Pastor gemeint, wir können das nicht leisten, wir sind so verschuldet, wir können die Zehnten nicht leisten, wir haben kein Geld übrig. Am Ende des Monats gibt es nicht übrig bei uns. Und so, er saß da und er hat so eine Pyramide dann gemalt. Und damit hat er dann aufgelistet Darlehen, Autos, und das hat alles aufgelistet. Und dann an die Spitze, was übrig war, haben die für die Schlussstein da ganz oben an der Pyramide Zehnten. Und da war nicht mehr da. Er hat gesagt, bis wir da oben kommen, ist nicht mehr üblich von meinem Gehalt. Und er hat gesagt, dass es den Grund ist, weil du es verkehrt rum hast. Und er hat das Bild umgekehrt. Und wenn du anfängst mit den Zehnten und dann siehst, was dann übrig ist, ob du 3 Autos leisten kannst, ob du ein neues Haus dann leisten kannst, ob du auch dazu Netflix und was weiß ich für die ganze Abos. Christen können ihr Zehnten nicht bezahlen, aber die haben 5 Abos an Zeitschriften. Wir haben hier Mitglieder, 2, ein Mann und eine Frau, die saßen in unserer Gemeinde und die wollen keinen Pfennig einwerfen, aber die haben 5 bis 7 Abos an christlichen Zeitschriften. Das ist wirklich den Glauben zu unterstützen. Und das haben die gern unterstützt, aber ihre eigene Ortsgemeinde nicht. Die kamen in die Gemeinde und lernten von das Wort Gottes, dass sie ewiges Leben haben, und die können das Bibel dann recht teilen, aber die könnten nicht verstehen, das war ihre Aufgabe, die Gemeinde zu unterstützen. Wunderlich. Es ist einfach wunderlich.